Wir haben Ende Oktober und sind mal wieder bei Variomobil und wollen mal sehen, wie weit unser Fahrzeug jetzt schon fertig ist und was jetzt alles schon zusammengebaut ist und eingebaut ist. Und da wollen wir euch gerne mal wieder mitnehmen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Dann muss ich natürlich herzlichen Dank sagen für die vielen Kommentare, die ihr geschrieben habt und natürlich auch danke für die Fragen, die ihr gestellt habt. Diese Fragen werden wir soweit möglich hier in diesem Video dann auch beantworten. Die von euch gestellten Fragen, die werde ich nicht nur beantworten, sondern auch Heiko Hülsmann, den habe ich ja schon hier mehrfach interviewt und vorgestellt. Mit ihm werden wir jetzt gleich in unser neues Fahrzeug gehen und dann schauen wir mal und dann geht es auch los mit den Fragen, die wir beantworten. Das habe ich in den anderen Videos auch schon gesagt, das wiederhole ich hier gerne nochmal. Jeder, der sich hier bei Variomobil ein neues Fahrzeug bauen lässt, hat die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen sich hier den Baufortschritt anzusehen. Da muss man nicht unbedingt Heiko heißen dafür. Vielleicht nochmal die Maße zu unserem neuen Vario Star. Er wird 8,25 Meter lang, 2,30 Meter breit und 3,40 Meter hoch. Also fast ähnliche Maße wie beim alten. Unser alter ist nur 8 Meter lang, ansonsten sind die Maße gleich. Beim Fahrgestell handelt es sich um einen MAN TGL. Der hat 8,8 Tonnen Gesamtgewicht, wird aber für uns abgelastet auf 7,5 Tonnen oder 7,49 Tonnen, da ich keinen Führerschein für LKW habe. Für die Planung, für den gesamten Bau bis hin zur Übergabe ist der Diplom-Ingenieur Heiko Hülsmann zuständig und der wird mir jetzt wieder einige Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Wenn du was mal gebrauchen willst, hast du alles. Mal wieder Heiko Fragen stellen, und zwar geht es um Kühlschrank und zwar geht es um Kompressor oder Absorberkühlschrank. Wir kriegen ja hier einen sogenannten Absorberkühlschrank. Vom Hersteller weiß ich jetzt im Moment gerade Dometic. Richtig? Heiko? Ja. Ja, genau, vom Hersteller Dometic rein. Jetzt haben ja viele geschrieben, warum baut ihr nicht einen Kompressorkühlschrank ein? Der arbeitet ja viel effektiver als ein Absorber. Heiko, sag uns ein bisschen was dazu. Also, was ist ein Absorber, was ist ein Kompressorkühlschrank? Der Kompressorkühlschrank arbeitet rein auf 12 Volt oder 230 Volt. Ein Absorberkühlschrank wie dieser hier arbeitet auf Gas, 12 Volt oder 230 Volt. Und dadurch, dass der auf Gas arbeitet, ist der einfach viel stromsparender. Ein Kompressor saugt im Prinzip 24 Stunden an den Batterien. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem ist es so, dass diese Absorberkühlschränke, die heutigen Absorberkühlschränke, wenn man die richtig einbaut, das heißt, wir haben außen in der Außenwand eine Zuluft im unteren Bereich und eine Abluft im oberen Bereich. Wir machen es so, dass wir die Abluft oben aufs Dach setzen. Somit haben wir einen relativ langen Kamin, eine gute Kaminwirkung, der zieht gut und damit arbeiten die Kühlschränke auch super. Und dadurch haben wir gar keine Probleme und ich könnte nicht behaupten, ob ein Kompressor wirklich besser kühlt als ein Absorber. Okay. Hast du schon an? Ja, kannst du sagen. Wegen Stromverbrauch ist das ja auch. Ja, nein, das ist schon richtig, dass der Kompressorkühlschrank, ich sag mal, mindestens vielleicht 5 Ampere aus der Batterie rausnimmt. Bei mir ist das immer problematisch. Ich habe jetzt 360 Ampere-Stunden Lithiumbatterien und die werden schnell leer bei mir, gerade wenn die Sonne nicht scheint. Wir sind auch im Winter in Deutschland oder im Herbst in Deutschland unterwegs, dann passiert sowas. Das ist aber ja bei euch auch kein Problem, Heiko, wenn es jetzt sein sollte und jemand nicht einen Kompressorkühlschrank möchte, dann würdet ihr auch eine einbauen. Selbstverständlich, wir haben hier Fahrzeuge stehen mit Kompressorkühlschrank. Das ist letztendlich Kundenwunsch. Aber in erster Linie bei größeren Fahrzeugen, wo man auch eine größere Batteriebank hat, wo man vielleicht noch mehr Solar draufpackt, 1,5 kW, 2 kW. Denn bei einem solchen kleinen Fahrzeug, was ja ein 7,5 Tonner ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, oh, ich packe da 1000 Ampere-Stunden Batterien rein vom Gewicht her. Wenn das bei größeren Fahrzeugen vom Gewicht her kein Problem ist, dann kann man durchaus auch sagen, komm, eine große Batteriebank rein, schön Solar drauf und damit puffer ich den vielleicht höheren Stromverbrauch eines Kompressors ab und dann passt das natürlich auch wieder, ja. Ja, die
weißen Oberschränke sind drin. Dadurch, dass einige Sachen abgeklebt sind und andere Sachen abgedeckt sind mit Filz, sieht das Ganze natürlich ein bisschen komisch aus. Ach, hier. Ach so, ja. Da. Ah ja, das ist so eine Ablage jetzt, ja. Ne? Mhm. Und ist hier Elektronik hinter? Ja. Ah ja. Ah ja, da. Die ganzen Sicherungen und so weiter. So wie früher. Mhm. Wie im Alten auch. Mhm. Ja, das ändert sich ja jetzt, oder das da anders als bei unserem vorherigen. Hier haben wir jetzt so ein sogenanntes Raumbad. Keine Trennung mehr zwischen dem eigentlichen Waschraum und der Toilette. Es ist ein offenes Bad jetzt. Bitte gehen wir zur Seite. Wir haben jetzt hier die Toilette. Daneben die Dusche. Und gegenüberliegend, ich drehe mich jetzt einmal eine Runde, haben wir das Waschbecken. Und das Ganze kann man hier einmal vom Schlafbereich trennen. Natürlich kann man das Ganze auch vom Wohnbereich trennen, sodass es ein geschlossener Raum wird, das Raumbad. Ah, das finde ich schon mal ganz gut. Du, Ja, dass ich jetzt eine Kurbel habe. ja, Ne? ja, das ist gut. Ja, streich schon mal durch. Ja. Okay, kein Problem. Ja, auf dem Brett, da kann der. Aber das kann jeder rausnehmen, kann jeder klauen. Hier ist der Besteckkasten. Ja. Ach, der ist jetzt da. Mhm. Ach, das Großer. Schöner großer. geht. Mhm. Guck mal, wie viele Fächer man hat jetzt, ne? Ja. Aber deswegen hatten wir nicht mehr da unter. Und der ist auch kleiner geworden, weil hier der Schornstein drin ist. Ach so, ja, das ist der Abzug vom Kühlschrank. Ist da Ah. drin. Ja, ja. Was ist das für ein? Ihr könnt ja den Schlafraum hinten in der Wärme runterregulieren. Ja. Das macht man jetzt da Das extra. kannst du darüber einstellen. Ach so, die Temperatur hinten im Schlafbereich kann man damit runterregeln. Mhm. Ah ja, okay. Also das Armaturenbrett ist jetzt auch. Das ist jetzt lackiert aus unten, Ja. das Ganze, ja. Da tritt ihr schon auf deine Tasche hin. Ah ja, so sieht das Ganze aus. Ah, schick, Es ist natürlich noch schöner, wenn man das jetzt richtig aktiv hätte, dass aber die Strumpf. Ja, das passt zusammen, die Farbe Passt vom ganz Holz. schön. Ja, das passt. Das ist natürlich ein anderes Material. Ja. Deswegen Ja, aber ja. wirkt das trotzdem, immer ein bisschen anders. vom Leder wird das nachher schön Du musst dir aussehen. vorstellen, der Sitz ist hier Ja. und da ist das Armaturenbrett. Ja. Das, Passt das schon. das wirkt halt gut. Ne? Ja, ja, genau. Also das Leder, das ist für mich ganz schick. Nein, ich habe dieses Auto ja schon mal so gebaut in dieser Farbkombination. Ja. Und das sieht einfach toll aus. Das finde ich auch gut. Ganz warm und Nicht so trotzdem empfindlich und schön. modern schön auch. Weich. Ja. Das Leder. Gar keinen Deckel. Nee, ach nee, weil der Motor ja ganz anders ist. Die haben ja eine ganz andere Form. Die haben ja auch keinen herausnehmbaren Deckel, Nee, sondern die kippen ja das Fahrerhaus. ja. Die brauchen- Also dieser Deckel wird jetzt noch mit Teppichboden bezogen. Ja, Und, Und den suchen wir uns jetzt aus. ja. den suchen wir jetzt aus. Ja, und dieses Ganze ist darunter ist nochmal schallgedämmt. Genau. Der Motordeckel Ja. jetzt hier. Ja, okay. Außerdem kommt da vorne noch, wir können jetzt mit diesem Boden nicht bis da vorne hin, weil das kein ebener Boden mehr ist. Ne? Aha. Da kann dieser Vinyl nicht hin. Das heißt, da kommt auch dieser Teppich fest verlegt, wo du mit den Füßen nachher bist. Ja, Und eben dieser Bereich hier. ja, Und dann kommt ja der Rest hier mit gekettetem Teppich. ja. Ne? Das ist hier alles zu langflorig. Nee, das will ich auch nicht Nee, so sagen. mal eben gucken. Wird das immer länger, wird das immer kürzer? Ich kann aber auch gleich noch mal eine andere Kollektion holen. Das, nein, hier ist nichts dabei. Oder warte mal. Ganz vorne, was war das denn? Ja, Oder was? das schauen wir jetzt mal eben. Oh, ist schön dick, ne? Mhm. Das auch. Aber ist hier ein Farbton dabei?
Oh, der untere, würde der nicht schon irgendwie ein bisschen passen? Also ähnlich. Hm? Ja. Ja, jetzt geht es um die Frage Leistung des Motors. Wir haben ja hier einen MAN TGL 8220, richtig? 8220 heißt er. 8 ja, 8 Tonnen oder 8,8 Tonnen in dem Fall, abgelastet auf 7,49 Tonnen und 220 PS. Ja, richtig. Jetzt habt ihr ja schon so ein Fiat 170 PS und hat vielleicht 4 Tonnen. Reichen denn diese 220 PS aus für so ein schweres Fahrzeug? Ich finde, diese Leistungsangabe mit PS ist immer so ein bisschen eigentlich gar nicht realistisch oder gar nicht passend zum Ergebnis, weil ich muss das Drehmoment mit beachten. Und zwar hat so ein Auto 4,6 Liter Hubraum und 850 Newtonmeter. Und das ist das Entscheidende. Ich habe Kraft. Das ist auch das, was ich beim Auto eigentlich immer vergleichen muss. Nicht nur Leistung, ob der 200 PS hat oder 300. Wie viel Drehmoment habe ich denn? Und das ist eben hier auch der Fall, dass der sagt, ich habe Kraft, ich habe Drehmoment, habe Kraft, 850 Newtonmeter und kann damit meine Leistung ausschöpfen und kann damit kraftvoll arbeiten. Ich soll mal einen Anhänger ziehen, einen schweren Anhänger ziehen. Und das ist im Vergleich zu so einem kleinen Motor, meinetwegen mit 2,7 Liter Hubraum, die dann irgendwie 300, 350 Newtonmeter haben, ist das eine ganz andere Kraftentfaltung. Also, die geht schwer. Ach so, die hat so beige. Ja, okay. Dass man das mal gesehen hat. Das ist die Verdunkelung. Und von oben kommt das Fliegengitter, ja. Ach, das klickt man da so. Das ist nur so aufeinander, siehst? Ja. Schön. Sehr schön. Ja. Das hat uns bei dem anderen auch gefehlt. Ja. Brauchen wir nicht mehr die Polster wegtun. Schön. Ja, das wird ja unser Vario, aber erstmal ist es euer Vorführfahrzeug. Und dieses Fahrzeug wird ja anderen Kunden oder Interessenten gezeigt. Da werden auch mal andere reingehen. Und dieses Fahrzeug wird auch im nächsten Jahr 2023 in Düsseldorf auf der Messe zu sehen sein. Und ja, und da werden die Leute natürlich auch mal schauen wollen. Jetzt ist die Frage, Heiko, ist das nachher noch ein neues Fahrzeug oder muss ich da mit Beschädigungen oder mit was muss ich rechnen? Nein, selbstverständlich ist es ein neues Fahrzeug. Ein Ausstellungsfahrzeug oder Vorführfahrzeug muss man sich bei uns vielleicht ein bisschen anders vorstellen, als man das sonst üblich kennt irgendwie. Wir gehen da mit Personen rein, ja, und zeigen das Fahrzeug. Wir werden auch Probefahrten anbieten, aber immer mit mir zusammen, so dass niemand dort alleine das Fahrzeug mal in den Händen hat. Auf gar keinen Fall wird das Fahrzeug irgendwann mal dem Kunden längere Zeit überlassen, so dass das irgendwie genutzt wird. Und somit, weil ich dabei bin, weil wir dabei sind bei solchen Kundengesprächen, kann an dem Auto nichts passieren. Und so ist es auch auf der Messe, dass wir die Fahrzeuge nur mit Standpersonal betreten und eben ja, da auch gewährleisten können, dass das Fahrzeug unbeschädigt bleibt. Okay. Ja, und so ein bisschen ist das auch dieses, Werfen wir mal einen Blick aufs Dach. Wir sehen hier die Öffnung für den Kühlschrank, das heißt, hier kann die warme Luft entweichen. Da fehlt allerdings noch die Abdeckung, die muss noch oben drauf, damit das natürlich dicht ist gegen Wasser. Dann sehen wir im hinteren Bereich 3 Solarplatten, jeweils 190 WP und damit haben wir 570 Watt auf dem Dach. Im vorderen Bereich haben wir dann unsere Oyster-Antenne und hier weiter rechts im Vordergrund, das ist die Oyster Connect für WLAN und Internetzugang. Man könnte natürlich noch erheblich mehr Solarpanelen aufs Dach packen. Das wollte ich nicht. Ich möchte daneben stellen Solarplatten, wie ich es bisher auch mache, die bei Sonneneinstrahlung, wenn sie sehr flach ist, erheblich effektiver sind. Jetzt geht es nochmal um Heizung, alte Heizung. Und zwar haben wir ja oder bekommen wir ja eine alte 3020 eingebaut. Ja. Jetzt kommt die Frage, warum baut ihr nicht die neueste von Alde ein, die 3030?
Die alte 3030, die siehst du hier, die gibt es noch so lange gar nicht. Die ist mal gerade frisch zu bestellen. Das ist auch noch ja, so ein halber Prototyp. Ja, die verbauen wir jetzt nach und nach. Man muss aber auch ein bisschen schauen, naja, die 3020 hat uns ja über Jahre einen guten Dienst geleistet und wirklich ohne Probleme gearbeitet. Und will man da nicht vielleicht im Moment noch sagen, Mensch, wir gehen auf Nummer sicher und sagen, wir wissen, dass die funktioniert und bauen die 3020 erstmal weiter ein und schauen nebenbei mal bei Ausstellungsfahrzeugen, Vorführfahrzeuge, die wir hier bei uns im Test haben, dann mal, wie funktioniert es denn mit einer 3030? Die 3030 hat sicherlich technische Vorteile, auch von der Boilerkapazität und so weiter, von der Leistung her noch ein bisschen höher, aber auch die brauchen wir bei kleineren Fahrzeugen sowieso nicht. Also da reicht die 3020 völlig aus und ich sehe das so, dass man da im Moment zunächst nochmal auf die 3020 geht und dann peu à peu dann umschwenkt auf die 3030. Ja, jetzt kam oft ja der Gedanke, oder bei vielen kam der Gedanke oder kommt der Gedanke auf, Haco braucht ja nur die Hälfte hier von dem Neufahrzeug bezahlen oder bekommt einen dicken Rabatt. Heiko, sag uns da was zu. Also in der derzeitigen Zeit ist es gar nicht möglich, mit großen Rabatten zu arbeiten. Schau mal, wir wollen oder müssen dem Kunden eine Preisgarantie geben über einen langen Zeitraum. Die Lieferzeit liegt irgendwo bei 2,5 Jahren ungefähr. Das heißt, wenn wir eine Preisgarantie geben wollen für in 2,5 Jahren, dann können wir da nicht noch mit Rabatten arbeiten, weil das sowieso unkontrollierbar ist und wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt den jetzigen Preis bis dahin halten können. Das ist dann irgendwo unternehmerisches Risiko. Aber das ist dann so, aber mit Rabatten können wir da nicht noch arbeiten. Ja, in so einem Gesamtpaket mit euch, Rita Hartmut, klar, wir haben jetzt einen Vorführwagen mal dazu genommen und haben gesagt, wir können ein bisschen frühzeitiger liefern. Das sehe ich vielleicht ein bisschen als Vorteil, aber da mit großartigen Rabatten rumzuspielen, das ist leider nicht möglich. Wir bekommen ja hier ein Rückspiegelersatzsystem, das heißt, wir haben keine Außenspiegel mehr, sondern wir haben hier den Säulen links und rechts kleine Monitore oder ja, so wie ähnlich groß wie Rückspiegel und dort können wir dann den rückwärtigen Verkehr drin beobachten. Sobald das Ganze richtig in Funktion ist, werde ich das Ganze natürlich auch zeigen und ich werde auch in Zukunft dann über dieses System berichten, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Können wir die Motorhaube aufmachen? Vorne, ja? Oder ist das ein Problem? Ja, jetzt stehen wir draußen hier vor unserem neuen Vario Star und wollen mal in den Motorraum blicken und der Heiko macht uns mal hier die Klappe auf. Das ist auch ja ganz toll hier, das Ding hier aufgeht. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen was über den Motor sagen und zwar nicht nur über die Leistung, sondern auch ja, was für Geräusche oder wie laut ist der? Das ist ja ein LKW-Motor. Richtig, also wir haben hier ja einen 4,6 Liter Vierzylinder. Den gleichen gibt es auch als Sechszylinder, der dann leider ja, fast 350 Kilo schwerer ist. Somit ist es beim 7,5 Tonner schwierig, auf einen Sechszylinder zu gehen. Der Vierzylinder läuft eigentlich sehr, sehr schön, wesentlich besser als die ersten TGLs von vor 15, 16 Jahren. Und die haben eigentlich eine schöne Laufkultur. Die laufen recht solide und ja, machen eigentlich Spaß, sich anzuhören. Außerdem sind natürlich diese Motoren von uns aus nachher im Motordeckelbereich gedämmt, sodass wir möglichst wenig Geräusche im Innenraum kriegen. Dennoch darf man es nicht mit einem Transporter, mit einem PKW vergleichen. Es bleibt irgendwo ein LKW und ja, irgendwo höre ich den Motor, ganz klar. Ja, dankeschön Heiko Hülsmann, dass du uns die Fragen hier so ausführlich beantwortet hast. Ihr dürft natürlich weiterhin Fragen stellen. Ich denke, dass das Fahrzeug ist nämlich jetzt in der Endbauphase, dass ich Mitte Dezember nochmal ein Video bringen kann, wo wir dann sehen, wie das Fahrzeug komplett fertig ist und wo ich natürlich dann auch wieder versuche, Fragen zu beantworten.
Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön an euch fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.